Wir sind in einem ganz magischen Ort, denn wir sind im Disney World Orlando, beziehungsweise Florida. Magic Kingdom. Wir haben mit dem Auto gerade geparkt, sind auf dem Weg jetzt zum Park. Für diejenigen, die mit dem Auto hierher kommen, ganz kleiner Tipp, fahrt nicht da zum Magic Kingdom, sondern fahrt zu einem bestimmten Ort, denn da kommt ihr nur auf den Parkplatz, der dann in der Nähe des Parkes ist. Der heißt Magic Kingdom Toll Plaza. Nur so kommt ihr dann auf den öffentlichen Parkplatz. Es gibt keinen anderen Weg. Wir waren nämlich ein bisschen lost und sind erstmal auf den Mitarbeiterparkplatz gefahren. Hat nicht funktioniert. $30 haben wir jetzt für den Parkplatz gezahlt. Wenn ihr ganz, ganz früh kommt, also wirklich so um 7:30 Uhr hier seid, dann nehmt den Standardparkplatz. Das reicht völlig aus, denn es gibt den Preferred-Parkplatz, der aktuell gerade direkt neben unserem Parkplatz ist und dafür zahlt ihr $60. Wenn ihr, wie gesagt, ganz früh kommt, könnt ihr auf dem Standardparkplatz für $30 parken. Wenn ihr spät kommt, dann würde ich auf jeden Fall nehmt den Preferred, weil sonst parkt ihr ganz, ganz hinten und das ist richtig weit. Jetzt, wie gesagt, jetzt ist ganz, ganz früh und wir parken beim Standardparkplatz und das ist neben dem Preferred-Parkplatz. Easy going. Nach der scharfen Sicherheitskontrolle wurde komplett durchscannt. Fahren wir jetzt anscheinend entweder mit einem Zug oder mit einem Boot. Was ist cooler? Dann fahren wir mit dem Boot. Komm. Und da ganz hin. Ich hoffe, ihr seht das. Da ist das wunderschöne Schloss von Disney. Ihr könnt dahin mit dem Zug fahren. Also dahin fährt er ungefähr ab. Oder ihr könnt halt mit einer echt coolen Fähre fahren, die euch dann dort hinbringen. Ich will jetzt nicht sagen, es sind mehr Kinder als Erwachsene hier, aber... Viel mehr Erwachsene, guck mal, das sind auch so 80-Jährige und so. Es ist ein Park für jedes Alter. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Also für diejenigen, die denken, das ist einfach so ein Kinderpark oder sowas. Mag sein, dass das für den Ersteindruck so ist, aber ich glaube, jeder von euch kennt Mickey Mouse, Goofy oder wie die auch alle heißen. Viele sind damit aufgewachsen. Jeder erinnert sich daran, wenn er diese Figuren hier sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einprägend fürs Leben. Und das ist einfach ein Magic Moment, nennen wir es einfach. Also das war jetzt gerade richtig modern. Du hast deine Apple Wallet, das ist so wie eine Kreditkarte auf deinem Handy. Tappst du ran und musst deinen Fingerabdruck hier hinterherlassen. Richtig krass und richtig modern. Krass. Unbedingt früh kommen. Ich meine, wir sind hier schon relativ früh hier um 8:33 Uhr. Eigentlich macht er auch erst um 8:30 Uhr auf. Es ist so voll schon um diese Uhrzeit. Seht selbst. Ich glaube, jeder von euch kennt es. Im Hintergrund ist es. Disneyland Paris waren wir schon. Hier. Es ist, glaube ich, ein bisschen größer, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Aber auf jeden Fall mega schön. Es sind so viele Leute hier. Es ist gerade mal 8 Uhr morgens, 8:30 Uhr und es ist einfach full. Richtig full. So, wir stehen direkt vom Schloss und gleich beginnt die Opening Show. Alle Leute versammeln sich hier gerade. Mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, Mickey kommt. Ja, man sind. Ich glaube, die ganzen Figuren. Oha, es geht los. Well, hi everybody. I'm Beastbox. Eine kleine Eröffnung, kleiner Eindruck schon von diesem ganzen Tag. Ich glaube, dieses Gefühl hatten wir schon in Paris, als wir da waren. Du bist hier einfach in einer ganz anderen Welt. Du wirst hier abgeholt, mitgenommen und dann bist du hier in einer ganz, ganz anderen Welt. Das ist ein einmaliger Moment. Deswegen, es lohnt sich wirklich sehr, sehr früh herzukommen, damit du einfach mehr von diesem Tag hast. Wir wurden schwach. Wir wollten das schon damals in Paris kaufen. Dann haben Aber dachten, das ist viel zu kindisch. das ist viel zu kindisch. Nein, das ist nicht kindisch. Man macht es einfach. Hier ist eine andere Welt, hier macht man das einfach. Hier ist alles erlaubt. Scheiß drauf, was andere Leute denken. Macht einfach euer Ding und wenn ihr Spaß dran habt, dann macht es. Wir werden jetzt auf den Parkplätzen schlendern und werden dann um 12 Uhr, beziehungsweise eigentlich um 11 Uhr schon hier am Schloss sein, um die Parade dann zu sehen. Denn in Paris war das genauso, dass die Leute sich schon relativ früh hier angestellt haben, am Rand zum Beispiel, und haben dann den besten Platz sich schon mal gesichert. Das werden wir dann später auch so gegen 11 machen. Wir haben noch nicht viel gesehen, aber es ist wirklich wunderschön gemacht. Also ob jetzt mit der Musik, ganzen Gärten, es ist richtig gepflegt, super viele Mitarbeiter natürlich, die sich darum kümmern. Aber es ist schon Besuch wert, einfach nur hier lang zu gehen. Viele fahren ja auch unbedingt mit den ganzen Bahnen und Rollercoastern und so. Genau, wir schauen einfach spontan, was sich ergibt. Wenn ja, wenn nicht, dann nicht. Es lohnt sich allein schon hier durchzugehen.
Wir sind hier beim ersten Thema, Aladdin. Wer kennt Aladdin nicht? Ist das nicht cool? Aladdin, der fliegende Teppich, viele kennen es noch, viele auch nicht. Aber Aladdin war in meiner Kindheit auf jeden Fall ein Film von Disney, den ich immer wieder gern gesehen habe. Okay, das ist okay, das ist gerade ein bisschen kindisch. So, wir sind jetzt gerade im Pirates of the Caribbean Themenbereich. Wir gehen jetzt gerade in so ein Boot, was so 8,5 Minuten fährt. Und da gibt es einige Experiences. Kann nass werden, ne? Ja? So, das war Pirates of the Caribbean, Fluch der Karibik. Mega cool. Ich glaube, das ist alles noch so Kinderbahn oder so. Oder so für, also familienfreundlich. Ja, mir reicht das. Mir reicht das völlig. Ich habe auch gehört, dass es hier so richtig coole Sachen gibt. Also schon cool gemacht. So. Also Ich hoffe, ihr habt was im Dunkeln gesehen, deswegen wir versuchen das dann reinzuschneiden. cool gemacht. Jetzt gehen wir weiter. Wirklich detailliert. Geil, was? Überall stecken so viele Details drin. Jetzt gehen wir weiter. Ich glaube, so Wilder Westen sieht es danach aus. Jetzt drehen wir um. Also das scheint wohl etwas Neueres zu sein von Disney. Tiana, ich kenne das nicht. Kennst du das? Also ich kenn's leider wirklich nicht. Wir fahren mal jetzt mit dem Zug. Vielleicht kann man ja von dort aus was Cooles sehen. Wie schaffen wir den noch? Wir fahren jetzt mit einem Zug. Die Dame sagte uns, dass wir jetzt einmal so komplett rund um den Park fahren. Das machen wir. Und danach, wenn wir hier rauskommen, dann gehen wir zum Schloss und passt das. Also, man kann mit dem Zug einmal um den kompletten Park fahren, aber wir sind nicht weit gefahren, nur ins Fantasyland. Ich glaube, sie hat wieder was entdeckt. Hast du wieder was entdeckt? Ah, schon. Ja, der ist es. It's a zoo. Jeder kennt's. Das wunderschöne Schloss. Um 11:10 Uhr ist gleich eine Show. Hier vorne. Kommt wahrscheinlich Minnie Maus. Und dann um 12 Uhr ist die wunderschöne Parade. Wir versuchen gleich mal einen schönen Platz zu finden, um die Parade am besten zu sehen. Weil in Paris war die schon mega. Und ich glaube, hier wird sie mindestens genauso gut. Today's celebration. It was a long journey. Wild thing, just like I'm a snuggly duckling. So, die Show geht langsam los. Gleich geht die Parade an uns vorbei und wir sind gespannt. Ja, das war die Parade. Wunderschön. Aber eine Kleinigkeit ist, in Paris war die irgendwie besser. Da war irgendwie einheitliche Musik über den ganzen Park und da waren mehr Leute. Die Parade war viel, viel größer. Das hier war eher ein bisschen kleiner und halt so schnell durch und das war's. Wer sich mal gefragt hat, wo Rapunzel wohnt. Da. Wir
wie geht die Geschichte? Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hier hinunter. So, wir gehen jetzt in eine 3D-Show. Die Abkühlung tut da richtig gut. Also, wenn ihr hier seid, kommt auf jeden Fall nicht im Hochsommer hierher. Ich glaube, das ist so Juni, Juli, August. Da ist auch am meisten los. Jetzt ist gerade Winter hier, 26 Grad. Aber wenn ihr hier seid, nehmt auf jeden Fall eine Cappy, Sonnenbrille mit und schützt euch vor der Sonne, weil das ist echt nicht cool. Okay, ich sehe echt scheiße aus. So, let's go. Also, das hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Das war erstens eine coole Erfrischung, zweitens auch eine coole 3D-4D-Show. Also wenn ihr hier seid, geht auf jeden Fall da rein. Wenn du so deinen Smart fährst. Nachdem hast du HWS und Rückenschmerzen. Das war doch cool. Du bist sehr gut gefahren. So, wir sind jetzt hier in einem, wie soll ich das sagen, Space Center. Also es ist kein Star Wars, aber zumindest ganz viel irgendwas mit Space. Jetzt weiß ich. Buzz Lightning. Also damit ihr mal seht, wie viele Kinderwagen hier teilweise stehen, das hier ist noch gar nichts. Und jetzt gehen wir in so ein Karussell of Paradise. You're in for a real treat. Yeah, it looks like the Robins are getting ready to celebrate Valentine's Day today. So, wir sind jetzt im Mickey House, ein Foto, glaube ich, hoffentlich. Keine Ahnung. Aber ihr habt gerade gesehen, eine Szene, normalerweise ist hier richtig voll. Also wir vermuten, dass wir am Sonntag eine richtig gute Zeit getroffen haben, im Februar, weil hier einfach nicht viel los ist. Gutes Wetter, es ist relativ wenig los und ich glaube im Sommer, Totlose. Im Sommer ist hier einfach überfüllt, deswegen die lange Schlange. Das ist VIP, hey. Ich fühle mich so, als würde man irgendwie zu einem Star gehen oder so. Es ist Mickey Mouse. Ja, aber das ist so richtig gesichert und dann kommen in den einen Raum nur 15 Personen, plus minus, dann in den nächsten Raum und dann wieder wahrscheinlich. Wir werden sehen. Also, war das nicht ein Erlebnis, oder? Ging voll schnell, so zack, zack, zack. Ja, cool. Aber richtig so VIP, eigener Raum und so. Das ist Mickey Mouse. War schon cool, den zu sehen. Sollte ich mir die Mütze holen, oder nicht? Disney ist hier einfach eine Gelddruckmaschine, egal wohin du gehst. Es gibt immer was zu kaufen, egal wo. Achso, das gibt's natürlich auch. Und wie wär's damit? Dann kaufen wir uns einfach die, jeder einen. Wir können tatsächlich mal reingehen, durchgehen. Mega cool. Schau dir das mal an. Kleines Essen zwischendurch. So, wir gehen jetzt zu dieser Mein Tram. 50 Minuten. Eben hat noch 35 angezeigt. 50 Minuten Wartezeit. Jesus Maria. Aber egal, wir machen das. Wir haben Zeit. Also wir warten jetzt eine halbe Stunde und ja, es geht voran. Tatsächlich, einer Stunde geht es gleich los. Also, es geht los. Endlich, nach einer Stunde. Grünes Licht, es leuchtet. Leck mich am Arsch! So, das war jetzt die Minenachterbahn. Der war cool, aber lange angestanden. Wir gehen jetzt zum Schloss wieder. Denn dort gibt es gleich die Show mit Feuerwerk und mit wahrscheinlich auch Drohnen. Wir müssen jetzt einen kleinen Umweg gehen, weil ich da vorne gesperrt ist. Deswegen gehen wir einmal kurz rum und suchen uns einen guten Platz. So,
ich hoffe, man sieht uns. Auf geht's zur Lichtershow bzw. zum Feuerwerk, aber ich sehe nur Köpfe vor mir. Es könnte voll werden. Ja, das war Disney World in Orlando bzw. in Florida. Ich hoffe, euch hat dieser Tag gefallen mit uns. Schaltet gerne beim nächsten Mal ein, denn morgen geht es zu den Universal Studios, da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Schaltet gerne zum nächsten Vlog ein. Und bis zum nächsten Mal.